Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und ihr seht bereits, ich habe schon wieder 2 Level gemacht in der Zwischenzeit seit dem letzten Video. Hat den Grund einfach, dass die ganzen Dungeons fallen. In der Lichtwelt ist hier der Heimdall gefallen. Da hatten wir einen Kampf, den gucken wir uns auf jeden Fall gleich mal an. In der Schattenwelt haben wir einen Dungeon gelegt und ein paar Wirbelwind-Etagen und so kam das Ganze dann zustande. Ja, und genau, den Magma-Strom, den haben wir jetzt hier als neuesten Dungeon freigeschaltet. Was wir aber zuerst machen ist, ich habe hier das meiste schon erledigt heute. Ne, ich muss noch ein paar Pet-Angriffe machen hier. Aber ansonsten ist hier das meiste schon durch. Wir haben jetzt noch das letzte uns aufgehoben und zwar wollte ich mal gucken, was hier im Dämonenportal geht. Wir haben einen Geschickgegner. Der wird wahrscheinlich wieder nicht First Try liegen. Ne, definitiv nicht. Aber ja, vielleicht in 2 Tagen könnte man ihn wieder schaffen. Ja, so etwa die Hälfte. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ihn morgen hin mit ein bisschen mehr Glück. Der kriegt ja nochmal 10% mehr denn dazu. Schade, wäre nochmal interessant gewesen für die Dungeons. Ja, wenn ihr wollt, kann ich euch auch mal ein Raid zeigen hier. So sieht das Ganze momentan bei uns aus. Wir kommen leider nicht wirklich weiter. Wir haben auch schon die ersten paar Gildenkämpfe gemacht, weil wir ein bisschen stuck sind in den aktuellen Raids. Die letzten Raids sind doch relativ hart. Und ja, deswegen haben wir da so ein bisschen Struggle, dass wir hier nicht großartig weiterkommen. Ne? Ja, hier bin ich an der Reihe. Ich mache aber alleine auch noch nicht so viel. Ne? Das habe ich gemacht, vielleicht ein so ein Gegner hier weggeplättet. Ja, also da sind wir noch nicht so gut dabei, aber mit ein bisschen mehr Ausdauer kriegen wir das Ganze auch gebacken. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt daraufhin, dass wir hier erstmal nicht weiterkommen, ne, ihr seht, da ist Schluss, haben wir die ersten Gildenkämpfe gemacht. Wir sind jetzt auf Platz 12 hier jetzt momentan gerade, kämpfen uns natürlich noch weiter hoch. Ne, aber das wird ziemlich schwer. Ich bin mal gespannt, wie es nachher am Ende des Tages aussehen wird. Ne, wir mussten jetzt erstmal die Raids ein bisschen auf Eis legen. Und ja, hier war der Kampf gegen Heimdall. Der lag ja als nächstes, würde ich mal so behaupten. Ne, also das war einer der Gegner, die ja, relativ machbar waren, aber auch schon ziemlich schwierig. Und ja, ich habe mir eigentlich so geschworen, mehr oder weniger, dass ich jetzt erstmal, ihr seht schon, was der für ein Damage macht, ne? Also wenn er uns noch weiter reinkrittet hier, dann sieht das nicht sehr gut aus mit uns hier, ihr seht das. Trotzdem haben wir den Kampf irgendwie noch gewendet. Ne, ziemlich spannend. Ich habe mir eigentlich so gesagt, bis zum Epic-Event jetzt großartig nicht hier viel mehr an Dungeons ballern. So, Alter, das muss ja echt, ich habe mir den Kampf noch gar nicht angeschaut gehabt, das muss ja echt verdammt knapp gewesen sein. Boah, Alter. Da müssen wir nochmal geblockt haben und jetzt nochmal ein Crit. Ja, und dann haben wir Heimdall besiegt. Ja, die Rüstung war nicht so nice. Genau, ja, ich wollte mir ein bisschen Pilze sparen, ein bisschen, ja, ein bisschen, damit wir am Epic-Event ein bisschen uns verbessern können. Wollte aber mit einer möglichst hohen Stufe auch ins Epic-Event rein. So, jetzt ist es ja so, jetzt haben wir einen neuen Dungeon hier offen. In der Lichtwelt ist es nach wie vor so, wir können mal ein bisschen tryen, aber da sieht es nicht so gut aus. Tatsächlich, im Märchenturm geht nicht allzu viel. Und ja, der geht auf keinen Fall. Das ist ein Intelligenzgegner. Der ist erstmal ein bisschen blockmäßig unterwegs. Dann haben wir hier Hannes. Der ist zwar ein Stärkegegner, aber der ist auch unglaublich krass. Ja, hier Blindstreiche will ich gar nicht probieren. Das Pilzwaste ist auch ein ganz, ganz doller Block. Hier haben wir die Valkyrie als nächstes. Auch Int-Gegner. Auch nicht sehr nice gerade mal. Der nächste, der als nächstes in der Lichtwelt gehen würde, wäre dieser wortgewandte Hut. Ne, ist ein Geschickgegner. Den habe ich auch tatsächlich früher schon ein paar Mal fast down gehabt. Ein paar gute Tries hatte ich schon gegen ihn, aber jetzt auch kein Gegner, der sich jetzt lohnt, hier mega krass reinzupilzen. Deswegen das erstmal soweit auf Glatteis gelegt. So, im Wirbelwind sieht es ähnlich aus. Da kommen wir momentan auch nicht viel weiter. Ne? Ist auch relativ schwierig und dafür, was man hier jetzt mittlerweile bekommt, an Erfahrungspunkten lohnt es sich auch nicht, hier so viele Pilze reinzustecken. Ja, das einzige ist noch hier vielleicht der Gremlin. Der sah ziemlich gut aus schon ein paar Mal. Hier so die ersten Tries sahen schon ziemlich saftig aus. Wo ich jetzt nochmal ein bisschen reinprobiere hier.
Und als nächstes wollte ich dann mal halt gucken, wenn wir den jetzt nicht, wenn wir den nicht down bekommen, dann gucken wir mal in den neuen Dungeon rein. Da verspreche ich mir aber auch nicht allzu viel. Ne? Also ihr seht, momentan ist Krise. Ja, gut. Jetzt haben wir einen Down bekommen, aber die sind jetzt auch nicht so ein Kundschafter-Item hier. Mal gucken, plus 34, das lohnt sich. Fügen wir mal einen Sockelslot hinzu und gewinne mal den Stein. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, haben wir hier ein bisschen kleines Upgrade wieder. Aber ansonsten, ja, weiß ich nicht, es lohnt sich halt nicht so krass. So, ne? Ein paar Schattengegner, was ist das denn? Alter, das hätte auch mal gut und gerne ein schönes 3-Stat-Item sein können, ne? Das wäre ja nochmal ein bisschen besser gewesen, als immer diese 5-fach-Attribut-Item. Ich weiß nicht, was ich damit immer anfangen soll. Ja, jetzt müssen wir hier schon wieder die Rune wechseln hier. Ja, also plus 38 oder was, 35, das, ja, muss man schon mitnehmen. Ne? Wäre es jetzt noch ein 3er-Stat gewesen, wäre es ja noch mehr, wäre es für irgendwas vielleicht eine 50er oder so, 50er, 60er vielleicht, was ich auf die 3 Stats plus gemacht hätte. Ja, jetzt haben wir noch ein paar Nebenattribute, aber das ist ja relativ uninteressant. Ne? Und ja, so sieht das Ganze aus hier. Also ich habe vor, dadurch, dass hier halt so ein bisschen, jetzt echt ein bisschen, vielleicht kriegen wir den Lava-Blob noch down, der sah noch ganz gut aus. Dadurch, dass hier echt momentan nicht so viel geht gerade, möchte ich schon ganz gerne ein bisschen abwarten. Ja, vielleicht warten wir nochmal, also jetzt so 2-3 Tage bis vielleicht Donnerstag, versuchen dann da nochmal ein paar Dungeon-Gegner zu legen, dass wir einen Tag davor nochmal vielleicht ein paar Level-Ups machen oder 1-2 oder so, bevor wir dann nächsten Tag am Freitag dann ins Epic-Event gehen. Oh, Alter, so knapp gewesen schon wieder, ne? Es wird auf jeden Fall auch Livestreams geben oder ein Livestream. Ich weiß noch nicht ganz genau, das werde ich noch ankündigen, ne? Aber das habe ich auf jeden Fall vor zu streamen, das Ganze, ne? Weil das ist ja dann wieder ein bisschen langfristiger, sich wieder komplett auszurüsten. Ich habe dann auch vor, nicht nur mich auszurüsten, sondern eventuell auch ein paar Begleiter-Upgrades hier zu machen, weil die sind teilweise auch ziemlich schwach auf der Brust, ne? Jetzt bin ich im Arena-Manager auch schon relativ weit. Bis dahin sollte ich noch ein bisschen weiter sein. Dann bekommen wir noch bessere Runen dann auch noch mit dazu. Und dann werde ich mir für das Epic-Event auch mal zusehen, dass ich hier vielleicht irgendwie auch ein paar Qualitätsrunen dann auch mir rauslasse hier, damit wir dann halt auch plus 5 noch auf die Qualitäts-Items noch drauf bekommen. Ne, sind ja immer 5 Aura-Stufen und das lohnt sich denn schon. Und da möchte ich auf jeden Fall erstmal dann meine Pilze investieren. Dann sollten wir nochmal ein paar Level schaffen. Nice, haben wir den doch noch down bekommen. Sehr cool, das freut mich. Ja, und dann gucken wir mal, was wir als nächstes hier anstellen. So, ne? Aber auch wieder ein 5-fach-Attribut-Item. Ja, das bin ich jetzt auch nicht so der Freund von. Nice, aber haben wir den auch noch down, sind wir fast Level up. Wenn wir jetzt noch einen hier schaffen. Oh, den haben wir sogar First Try geschafft. Was ist denn da los? Aber es war ein sehr knapper Fight. So, jetzt haben wir hier Marquardt-Latschen, plus 31. Ja, müssen wir auch wieder ändern. Ja, also mit Pilz sparen auf jeden Fall habe ich es jetzt nicht so, wie ich es hier erwähnt hatte, aber ja, ist ja nicht so wild. Ne? So, jetzt haben wir das. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Dungeon vor dem Epic-Event noch down mit den Upgrades hier und können uns nochmal dementsprechend ein bisschen verbessern. Ich hatte nicht gedacht, dass wir jetzt hier in der Schattenwelt, in den Dungeon nochmal doch ein paar Gegner hier zur Strecke bekommen und sogar noch einen geschafft. Das ist natürlich sehr nice. Ein Kundschaftergürtel nochmal. Mal gucken, plus 28, bisschen weniger Rüstung, aber das nehmen wir auch mit. Sind ja auch Ressourcen, die wir dadurch gewinnen hier, ne? Also an der Stelle auch ganz nice. Oh, der Höllenzyklop, der liegt auch und da sind wir Stufe 260. Gut, also damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass das jetzt so abgeht heute. Und wir bekommen sogar Handschuhe, ganz gute. Das ist ja noch nicer. Edelsteinsockel hinzufügen. Das ist ja holy shit, das ist ja richtig gut. So, Steingewinnung, boom. Also das hätte ich, ja, das ist ja, oh nein, jetzt hab ich die 2% Rune hier. Das ist ja ein bisschen ärgerlich. Oh, da hätte ich vorher die Rune wechseln sollen. Auf die 2% Leben bin ich schon angewiesen, das muss ich schon mal sagen. Ja. Gucken wir mal ein bisschen im Shop, vielleicht kriegen wir hier auf gut hoch. Jetzt habe ich da eine Dingsrune überblättert hier. Erfahrung, Lebensenergie plus 3 schon, ja moin. Das ist ja noch besser. Ja, müssen wir ein bisschen was zerlegen. Also die bringen ja alle gar kein Geld hier, die ganzen Sachen.
Jetzt müssen wir uns irgendwie das Item grabben hier. Irgendwie, dadurch kriegen wir das hier nicht finanziert. Haben wir irgendwo noch eine andere Einkommensquelle vielleicht außer den Greifen jetzt? Goldmine auch nicht. Zeitmaschine haben wir auch nichts mehr drin. Nö. Aber die 3% Rune müssen wir uns noch gönnen. Ich glaube, da müssen wir den Greifen einfach mal wieder ein bisschen melken. Macht das bitte nicht zu Hause nach, das ist wirklich kompletter Waste, ja. Aber die Rune muss ich mir jetzt halt mal gönnen. So, und dann wechseln wir die Rune auch gleich. Zack, Widerstand. Ja, und so schnell sind die Pilze dann auch schon wieder fast alle weg. Das ging dann auch schneller als gedacht, aber wir haben ein paar Dungeons besiegt und wir sind sogar Stufe 260 heute gekommen. Ne? Das ist natürlich eine ziemlich nice Aktion, womit ich jetzt selbst nicht gerechnet hätte. Ne? Aber das heißt für mich auch auf jeden Fall erstmal wieder an der Stelle ein bisschen runterfahren. Wir gehen noch auf 300 Pilze runter hier in dem Dungeon. Oder wir gucken mal, ob wir noch den Gremlin vielleicht besiegen. Ja, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, dann soll es das erstmal noch nicht so weit sein. Aber wir sind 260. Das ist ganz nice. Ja, haben wir den Paul wieder überholt hier um 2 Level. Sehr gut. Ja, und ja, das ist auf jeden Fall ein guter Fortschritt, würde ich mal so sagen. Ne? Womit haben wir angefangen? Ich glaube, wir haben jetzt 3 Level oder so gemacht. Ne? Das ist auf der Stufe schon immer ganz okay. Alles klar. Gut, dann, auf jeden Fall behaltet das erstmal so im Hinterkopf. Ne? Zum Epic-Event wird es bei mir einen Livestream geben. Mal gucken, ich weiß noch nicht, Freitag, Samstag, Sonntag kann ich euch noch nicht ganz genau sagen, aber auf jeden Fall wird da was kommen und da werden wir uns nochmal richtig schön neu equippen. Ne? Bis dahin werden wir vielleicht noch das ein oder andere Level packen und ja, dann werden wir mich und auch ein paar meiner Begleiter hier auch nochmal neu ausstatten. Ne? Und dann auch eventuell ein paar Etagen in der Schattenwelt und auch ein paar Turmetagen packen mit den Begleitern. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid damit am Start. Ich hoffe, das Video hat euch heute auch mal wieder gefallen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.